99% von euch kennen das hier nicht. Das ist eine Heckenschere. Das aber auch. Das ist ein Rasentrimmer. Das hier aber auch. Denn wir haben hier heute von Makita, Milwaukee und Dewalt Geräte, die quasi alles können. Denn das hier ist auch eine Schneefräse, das hier ist auch ein Gebläse, das hier ist auch eine Kettensäge, ein Hochentaster und so weiter und so fort. Die Dinge können quasi alles, sogar Wasserpumpen. Ich glaube uns wirklich, dass 99% von euch das hier noch nie gesehen, gerochen oder gehört haben. Und bei mir war es auch so, ich habe es zwar mal gesehen, aber ich habe es noch nie wirklich selber ausprobiert. Und ich habe mich richtig gefreut, dass wir es endlich mal für ein Video hier auf dem Tisch haben. Aber ihr seht auch, das ist irre umfangreich, denn wir haben einen Teil der Aufsätze hier. Dann überlegt euch mal, wir haben hier noch eine Schneefräse, das zeigen wir euch auch noch mal. Wir haben hier so ein Kehrsystem, wir haben hier aber auch eine große Kehrwalze, wir haben Grubber, wir haben hier Laubbläser oder. Also es geht richtig los, was diese Geräte hier alles können und dementsprechend ist das wirklich ein Multifunktionsantrieb. Wir haben das heute hier von Makita da, wir haben das hier von Dewalt und das Ganze auch von Milwaukee. Und das System an sich ist echt interessant, weil du kannst wirklich vorne draufstecken, was du willst und kannst das entsprechend antreiben und kannst mit einem einzigen Antrieb so viele Dinge tun. Das heißt, du kannst ganz viele Geräte ersetzen. Du kannst zum Beispiel sagen, naja, ich benutze regelmäßig eine Heckenschere und auch regelmäßig einen Freischneider und regelmäßig vielleicht eine Kettensäge, ja, oder irgendwie einen Hochentaster besser gesagt. Dann kannst du mit genau so einem Aufsatz einfach das Ganze hier benutzen. Du kannst also alle 3 Aufsätze für das Gerät hier kaufen, kannst hier zusammenstecken. Ich zeige dir das Ganze mal, so wie einfach es geht. So, zack, 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 zusammengesteckt. So, so. Und schon hast du hier deinen Hochentaster. Du kannst aber auch einfach wieder jetzt sagen, ich nehme das hier ab, drücke hier drauf, so, raus und nehme den nächsten Aufsatz. Und das ist der Sinn und Zweck hier, dass du wirklich sagst, du hast nur ein einziges Gerät, einen Antrieb, aber hast ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Zusätzlich ist es so, dass du dort auch, je nachdem welche Kombination du hast, durchaus auch sparen kannst. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du überall ein einzelnes Gerät kaufst, hier wieder ein einzelnes Gerät kaufst und ein einzelnes Gerät kaufst und so weiter, dann ist es auf jeden Fall teurer, als wenn du überall nur die Aufsätze kaufst. Da musst du aber für dich entscheiden, je nachdem welche Kombination du hast, sparst du richtig viel Geld oder zumindest nur ein bisschen. Natürlich ist auch das Thema Platz ein Thema. So ein Aufsatz verbraucht natürlich deutlich weniger Platz, als wenn du da 10, 12, 13 Geräte dir hinlegst. Und das kann schon echt etwas sein, was für dich relevant ist. Gerade wenn du zum Beispiel mobil unterwegs bist und zu deinen Kunden hinfährst und dort ganz viele verschiedene Dinge machst, dann brauchst du in deinem Auto auf jeden Fall deutlich weniger Stauraum oder in deiner Gartenhütte. Und wir machen das Ganze, weil ihr euch Garten gewünscht habt. Und mehr Garten in einem Gerät gibt's nicht. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, in dem Video geht es um einen Überblick. Das heißt, wenn ihr es interessant findet, merke ich das erstens daran, dass viele das gucken, zweitens, dass ihr es auch liked, also liked dieses Video und Nummer 3, stellt Fragen, also schreibt es unten in die Kommentare, weil es gibt so viel zu erklären, so viel auszuprobieren, das sprengt auf jeden Fall dieses Video komplett. Und auch ob wir uns vielleicht noch mal andere Marken anschauen sollen, andere Hersteller, was auch immer. Wir haben heute nämlich erst einmal nur 3 Premium-Hersteller auf dem Tisch. Wir haben hier Dewalt, Makita und Milwaukee. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und hier ist es so, dass die 3 Geräte schon relativ unterschiedlich sind und deswegen müssen wir uns hier gleich auch nochmal anschauen. Ganz wichtig ist eine Sache, das muss ich am Anfang schon mal komplett klarstellen. Sie sind nicht untereinander kompatibel. Das heißt, du kannst nicht den Makita-Aufsatz auf Dewalt oder Milwaukee nutzen oder. Also keins der 3 ist untereinander kompatibel und jeder hat da seinen eigenen kleinen, ja, also sag mal, seinen eigenen Aufsatz oder seinen eigenen Antrieb, gerade für die Verbindung. Ja, also insofern ganz wichtig, nicht kompatibel. Eine Sache müssen wir aber unbedingt sagen, nämlich bei Makita ist es schon kompatibel, nämlich untereinander. Wir haben hier das 40 Volt Gerät, es gibt aber auch ein 18 Volt Gerät. Die Geräte könnt ihr natürlich untereinander kombinieren, also nicht den Antrieb, aber die Aufsätze. Lass uns mal ganz kurz über den Preis sprechen. Hier ist es so, wir haben hier bei Dewalt einen Preis von so 180 bis 200 Euro. Makita, also nur für den Antrieb, ganz wichtig. Hier haben wir einen Preis von 250 Euro, bei Milwaukee eher 300 Euro. Und eine Sache nochmal ganz wichtig, was für ein Akkusystem benutzen wir denn hier? Wir haben hier bei Dewalt einen 54 Volt Akku, bei Makita hast du die Wahl zwischen 18 und 40 Volt. Da ist zum Beispiel mal eine Frage, sollen wir das mal gegeneinander testen? Wie viel stärker ist denn das 40 Volt Gerät? Keine Ahnung. Also wir wissen es nicht. Ich vermute einfach mal, es wird stärker sein. Jedenfalls hier haben wir auf dem Tisch erstmal 40 Volt, gibt es auch ein 18 Volt. Bei Milwaukee haben wir ein, sag mal, herkömmliches 18 Volt Gerät hier auf dem Tisch. Und dann lass uns mal die Geräte auch wirklich mal anschauen. Schauen wir uns mal erstmal das grundsätzliche Handling hier an. Wir haben hier unten den Akku, der ist nicht weiter geschützt. Das ist hier schon eine Sache, die relevant ist.
Und zwar, die Geräte wirst du häufig nehmen und auf den Boden abstellen. Und wenn du es auf den Boden abstellst, aus Grund des Wechsels hier oben, dann steht es auf jeden Fall immer auf dem Akku drauf. Weil so in der Hand wechseln, das ist sehr umständlich. Also dann wirst du es entweder auf eine gerade Fläche stellen oder eben auf den Akku. Hier, Akku nicht weiter geschützt, solltest du zumindest mal im Kopf haben. Wenn wir uns das hier oben anschauen, haben wir einen sehr massiven Griff. Ja, der wirklich auch nicht wackelt, nicht zackelt, der macht gar nichts. Den kannst du schön greifen. Du kannst ihn auch seitlich sehr schön greifen, auf beiden Seiten. Das ist eine coole Sache. Du hast hier nochmal einen Schutz, dass du es gegebenenfalls hier auch auf dem Bein irgendwo ablegen kannst. Zum Beispiel hier so. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Dann gucken wir uns das Gerät jetzt aber mal nochmal im Detail an, weil so viel gibt es hier eigentlich gar nicht, denn wir haben hier den Griff erst einmal, beziehungsweise den einen Ausschalter. Um das hier einzuschalten, siehst du, das funktioniert nicht, sondern du musst hier oben erstmal einmal rüber und dann runter und dann kannst du ihn anmachen. Das heißt, wenn du jetzt greifst, kannst du so jetzt nicht einfach anmachen, sondern du musst hier wirklich ganz bewusst hier rüber das nehmen und anschalten. Das ist ein bisschen umständlich, aber es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Dann haben wir hier oben drauf genau einen einzigen Schalter, und zwar hier Low und High. Und das war es auch schon. Ja, kein Rückwärts, kein irgendwas, keine 3 Gänge, kein nix, kein gar nichts. Mehr Knöpfe gibt es nicht. Ansonsten könnte ich nur eine Sache sagen, ist schön gummiert hier, um es dann eben auch mal hier so am Arm so abzulegen. Finde ich gar nicht so schlecht, also um es jetzt so wirklich so zu greifen. Von der Ergonomie eigentlich ganz schön. Handling Makita. Hier ist es so, auch Handgriff. Ich habe hier auch etwas zum Ablegen, kann ich hier so auch aufs Bein ablegen. Aber es gibt eine Sache, die stört mich wirklich. Und zwar dieser Griff. Das ist einfach, mir ist der zu wackelig. Also siehst du, das funktioniert irgendwie komisch. Auch wenn ich jetzt hier das an der Seite nehme, den hier. Und glaubt mir, das Gerät hat ja ein bisschen Gewicht. Mir ist das hier so ein bisschen weich. Also finde ich schade. Dann haben wir hier unten aber diesen Schutz für den Akku. Das finde ich richtig genial. Denn das Gerät stellst du unten ab, dass wenn du es so abstellst, dann landet es hier hinten vielleicht mal auf dem Akku, aber in der Regel kannst du es einfach so abstellen. Das ist eigentlich echt wirklich gut, muss man sagen. Rein vom Handling her, und wir kommen ja gleich nochmal zum Tauschen der Aufsätze, wenn wir uns die einzelnen Geräte angucken, beziehungsweise die Aufsätze angucken. Das Makita schon richtig gut. Hier ist es so, dass wir die meiste Möglichkeit haben, das einzustellen. Erst einmal, auch aus der Entfernung für euch mal, du willst das Gerät einschalten, an. Ja, also einfach an. Gar kein Problem, denn du hast hier nur den Sicherheitsschalter, aber das ist ja so, dass du automatisch greifst, ja, für euch hier nochmal, du greifst das automatisch und dann kannst du es anmachen. Hier geht an nicht, sondern so, einfach greifen und anmachen. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja. Das ist bei Dewalt schon mit deutlich mehr Gefummel da. Das ist so, Jetzt geht es aber weiter zum Thema, das ist jetzt einfach, das ist nicht einfach. Wir haben erst einmal, wenn wir es anmachen wollen, geht gar nicht, sondern wir müssen es erst einmal einschalten. Dann können wir hier die 3 Geschwindigkeiten wählen, ja, 1, 2 und 3, und können es loslegen. Zusätzlich können wir auch das Gerät noch in Rückwärtsgang schalten. Ja, dann läuft es 1, 2 Sekunden im Rückwärtsgang, aber jetzt eine Sache wichtig. Ich habe es hier eben eingestellt, das Gerät war an, aus. Jetzt machen wir es nochmal. Ich schalte es jetzt ein und erzähle immer ganz kurz weiter. Das Problem ist nämlich folgendes: Du bist irgendwo im Ast, du machst das an, machst irgendwas, ja, ist schon wieder aus. Das heißt, in dem Moment, wenn du arbeitest, musst du immer wieder das Gerät anschalten, weil es so ein Sicherheitsfeature. Du arbeitest, machst und tust, ja, ziehst irgendwo einen Ast zur Seite, willst weitermachen, aus. Wenn wir es hier, aus. Also das ist so eine Sache, das ist natürlich ein Sicherheitsfeature. Ich sage mal so, dein Daumen wird häufig hier oben sein. Kommen wir zu Milwaukee, sind ein paar Sachen wieder anders. Nämlich Nummer 1, hier unten drunter kein Schutz für den Akku. Das heißt, wenn wir es hier unten runter stellen, um mir was auszutauschen, da ist da nichts. Wir stellen es immer auf den Akku ab. Ist jetzt nicht schlimm, ja, gerade auch, weil das ja die Schiebebewegung des Akkus ist. Ja, der Akku geht ja auch so rein, so nach oben, so zack rein. Das heißt, ich stelle ihn in die Richtung ab. Es ist keine große Belastung, aber man sollte es zumindest mal im Kopf haben. Ja. Dann haben wir hier den Griff. Ich mache das hier mal ein bisschen fester. Dann haben wir hier den Griff. Hier fehlt diese Ablage fürs Bein. Das haben wir hier einfach nicht. Ist einfach nicht da. Der Griff selbst ist solide, funktioniert, alles okay. Ja, du kannst von allen Seiten greifen. Er wackelt vor allem nicht. Finde ich schon mal gut. Übrigens, hier ist eine Sache, das wackelt ja auch die ganze Zeit rum. Du hast bei allen 3 genau so eine Funktion, dass du hier über den Karabiner dir so einen Gurt noch hier einklinken kannst, sodass du das Gewicht von deinem Körper wegnimmst. Das haben alle, das hatte ich vorhin bei den anderen beiden vergessen zu erwähnen. Hier Großantrieb, ja, alles gar kein Thema, aber jetzt geht es mal um den Griff.
Hier haben wir so eine Mischung so zwischen Makita und Dewald, aber ich finde die richtig gut eigentlich. Also erstmal, du greifst so hin, so versehentlich, ich möchte das Gerät jetzt mal nehmen. Ich nehme das jetzt, also ich greife das jetzt einfach und gehe los, dann geht es nicht an. Du siehst hier die ganze Zeit, also ich versuche es wirklich mal, nimm es jetzt mal vom Tisch, ja, weil du wirst es ja nicht so greifen. Ja, das ist schon normal, dass du hingreifst. Okay. Jetzt aber, du willst es bewusst anmachen, dann greifst du es eben aus der anderen Richtung. Ja, das heißt, du kannst hier einfach rübergreifen. Du brauchst den Daumen nicht, sondern du greifst einfach hier so rüber. Ja, aber wenn du es einfach nur nehmen willst, finde ich sehr intuitiv eigentlich gelöst, muss ich sagen. Also es ist wirklich, ja, das ist eigentlich, das ist cool. Zusätzlich haben wir hier jetzt genau einen Knopf, auch sehr sympathisch, für langsam, mittel und schnell. Und das war's. Mehr ist hier nicht da. Was man sagen muss, das Gerät ist quasi immer an. Also sowas wie eine Sicherheitsfunktion, dass es immer ausgeht und so weiter und so fort, hat das nicht. Ergo, wenn du noch in keinem Akkusystem bist und dir genau überlegen kannst, na, ich kann das oder das nehmen, könnte das auch für dich ein Entscheidungskriterium sein. Ist es so, dass du eher auf der Richtung Sicherheit bist, dann bist du bei Makita. Es geht immer wieder an, geht immer wieder aus, du will ich eine hohe Sicherheit oder nee, komm hier, ich will die ganze Zeit arbeiten, los. Ja? Ein weiteres Kriterium könnte für dich ja auch folgendes sein, nämlich wie viele Aufsätze gibt es denn eigentlich? Wer hat wie viele? Und wir werden jetzt mal uns einige Aufsätze auch anschauen. Wir haben nicht alle da, man kann aber eine Sache sagen. Wenn du einen Hersteller haben willst, der quasi alles hat, dann ist es Makita. Wenn du einen Hersteller haben willst, der sehr viel hat, dann ist es aktuell. Das ist nur wichtig, aktuell. Heute, wo wir dieses Video drehen, am 9. November 2025, dann ist es bei Milwaukee so, da hast du schon eine Menge Aufsätze, aber nicht so viel wie bei Makita und die wenigsten Aufsätze hat Dewald, sodass du dir genau mal anschauen musst, ich brauche die 3, 4, 5 Aufsätze, hat das der Hersteller, den ich gerne oder den ich so im Fokus habe. Und jetzt werden wir Folgendes machen, jetzt setzen wir einfach mal, oder jetzt stellen wir die mal zur Seite und fangen mit Milwaukee an und gucken uns mal ein paar Aufsätze von Milwaukee an. Die Geräte leben ja aus meiner Sicht davon, dass sie sehr praktisch sind. Und praktisch ist zum Beispiel auch etwas, weil man es gut aufhängen kann. Ergo, du benutzt das nicht, hast du hier so eine kleine Öffnung, dass das Gerät Schraube an die Wand, einfach einhängen, runter, fertig. Dann hängt das schon mal. Aber was machst du mit den Aufsätzen? Die liegen ja irgendwo rum und machen und tun. Ja, gar kein Problem. Milwaukee hat sich da was überlegt. Es ist so, dass wir bei Milwaukee diesen, ich sag mal, Schutz haben. Der ist entsprechend mit dabei. Bei Makita haben wir hier nur wirklich einen kleinen Schutz, bei Dewald haben wir genau das, weil in den Antrieb soll ja auch nichts reinkommen. Aber bei Milwaukee haben wir eben genau dieses System hier. Und wir nehmen jetzt mal den ersten Aufsatz und da kannst du Folgendes machen. Du nimmst den hier, dann hier, Moment, so rein, rüber, runter und jetzt kannst du den Aufsatz auch hinhängen. Und das finde ich wirklich genial. Das heißt, ergo, du kannst die ganzen Aufsätze nehmen, die schön an die Wand hängen, genau überlegen, heute brauche ich den, zack, oder jetzt gerade brauche ich den, rein, danach wieder hier rein. Finde ich eine tolle Sache. Also das ist schon echt schön. Und es ist wirklich wichtig, da solltet ihr auch darauf achten, hier sollte kein Dreck reinkommen. Ja? Weil hier ist es ja so, dass sich eine Welle in eine andere Welle reingreift und die Kraft entsprechend überträgt. Jetzt gucken wir uns auch mal an, wie gut ist denn das Ganze in der Verbindung. Und ich habe euch ja vorhin schon gesagt, das machst du häufig, dass du es eher in dieser Bewegung machst. Ich mache es jetzt mal einmal auf dem Tisch und da musst du schon aufpassen, dass es wirklich ordentlich gerade ist. Ich vermute mal, es wird in dem Moment jetzt hier so passieren. Zack, zusammen, richtig gut. Und jetzt muss ich noch fixieren, so an der Stelle und jetzt ist es fest verbunden. Und ihr seht hier, ja, das ist auch schon amtlich lang. Ich habe jetzt hier den Freischneider, kann ich ihn jetzt hier so greifen und dann kann ich hier auch nach oben, ganz nach oben. Das ist schon ordentlich. Jetzt schaut mal zu mir runter, also das ist schon amtlich hoch, was ich da komme. Und ihr seht, hier oben hast du ein Ölreservoir und du kannst hier natürlich auch mal so einen Ast nach unten ziehen. Ergo irgendwo reinhaken, also runterziehen, dann schneiden. Das ist schon eine echt gute Sache. Also ich finde das allgemein, so ein Hochendaster, den wir hier haben, schon eine echt coole Sache. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich stelle es jetzt wirklich mal auf den Boden, mache es jetzt mal hier lose und drücke drauf, raus und fertig. Also es ist eigentlich schnell gemacht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal beim nächsten an. Du siehst jetzt hier, ja, auch hier hast du wieder einen Griff dran. Das ist schon cool, wenn man sich das so anschaut. Kommen wir zum nächsten. Ja, hier unsere Heckenschere, die wir haben. Auch hier, ich werde es jetzt mal wirklich versuchen, hier unten mal zusammenzusetzen. So. Du kannst es schon auch so halten. Okay. Und zusammen. Es gibt jetzt Aufsätze, die sind ein bisschen schwerer.
und länger und welche sind ein bisschen handlicher. Der hier war eher auf der handlichen Seite, wir kommen noch zu anderen. Hier sehen wir übrigens, wie das ausbalanciert ist jetzt in dem Moment. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Moment, ich muss mal einmal und lose, leicht nach unten. So, jetzt wollen wir damit schneiden. Können wir auch hier einfach angreifen. Höchste Geschwindigkeit, ich mache es mal auch mal runter, dass ihr es vom Geräusch hier hört. So, was wir hier bei dem Aufsatz nicht haben, ist Folgendes. Wir haben hier keine Möglichkeit, hier zu drehen, wenden, machen und tun. Das heißt also, wir können das einfach nur nehmen und dann hier die Hecke so in der Bewegung schneiden. Ich muss sagen, vom reinen Handling her, ja, das klappt eigentlich ziemlich gut. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Was man bedenken muss, ist das hier. Und zwar, wie groß ist der Abstand hier dazwischen. Bitte nehmt nicht eure Finger und packt die nie dazwischen, egal unter welchen Umständen. Und nehmt immer einen Akku raus, wenn ihr sowas macht. Wir haben hier einen relativ großen Abstand, das heißt, wir können auch wirklich große Äste hier mit reinbekommen, reinziehen. Ob er wirklich auch die größten Äste schafft, weiß ich nicht. Aber die Maschine an sich macht einen sehr, sehr starken Eindruck. Wir zeigen euch auch mal ein paar Bilder oder haben euch ein paar Bilder gezeigt, wo wir es ausprobiert haben. Das ist schon ein sehr potentes Gerät und das ist keine Notlösung, muss man ganz klar sagen. Heiter weiter. Du willst einen Rasentrimmer? Gar kein Problem. Die haben wir auch mal ausprobiert. Das ist ein amtlicher, starker Rasentrimmer. Ja? Und genauso wie du es kennst, eben einfach nur als Aufsatz, dass du ranstecken kannst und loslegen kannst. Und hier ganz normal mit Faden kannst du das Ganze hier austauschen. Kennst du, ja? Dann haben wir hier einen Freischneider als nächstes. Auch das gibt es hier von Milwaukee als Aufsatz. Hier noch mit Schutz, nicht dass du dich wunderst. Auch das hier ordentlich stark auch. Du kennst das ja, bis zu kleinen Ästen und so weiter kannst du alles auch über den Boden, ja, vielleicht auch mal woanders, aber nicht nachmachen. Ja? Du weißt aber, was ich meine, kannst du damit dann entsprechend dann schneiden. Jetzt haben wir hier was Ungewöhnliches, was ich so in der Form noch nie hatte. Und wir haben hier einen Rasentrimmer, Rasenschneider. Ja? Das heißt, damit gehst du so über den Rasen und dann wird der Rasen geschnitten. So ähnlich, das ist so eine Kombination eigentlich aus dem hier und dem hier. Warum? Hier wird der Rasen wirklich geschnitten, indem sich diese Klingen gegeneinander bewegen. Mit dem hier, mit dem Rasentrimmer, wird der Rasen ja quasi so abgerissen oder abgeschlagen. Das ist hier eben nicht so, dass du einen sauberen, ordentlichen Schnitt. Habe ich aber noch niemals ansonsten gesehen. Soll ich das mal ausprobieren? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu einem Spezialaufsatz, den kannst du auch nur genau dafür benutzen. Kommt sehr stark aus dem amerikanischen Raum. Ich war kurz auch in den USA, habe gesehen, wie jemand genau sowas auch benutzt hat. Nämlich, wir haben hier einen Kantenschneider. Wir haben hier ein Rad. Das setzt du auf, ja, setzt du auf den Boden auf, fährst dann so entsprechend hier entlang und hast dann eine ganz gerade Kante, die er hier über das Messer schneidet. Das ist bei uns eher ungewöhnlich, das könnte man zum Beispiel auch mit dem Rasentrimmer machen, aber man sieht es dort, dass es wieder mit der Rasierklinge über kilometerweit geradeaus perfekt geschnitten ist. Ja, ich finde das so semi. Übrigens kannst du die Höhe des Rades noch einstellen. Ich finde es deswegen so ein bisschen semi, weil wenn da ein Stein in der Nähe ist, dann hast du ein Problem. Also das ist so eine Sache. Schreibt mal da auch gerne in die Kommentare, wie findet ihr das? Ist das was ihr euch schon immer mal gewünscht habt? Jetzt wird es ein bisschen ungewöhnlich, also wirklich ungewöhnlich, um euch mal zu zeigen, was denn alles so geht. Das hier ist ein Grubber. Ergo, du kannst das hier ja, auf dem Boden aufsetzen und dann wühlt das ja wirklich den Boden um. Ja? Wir hier haben das Problem, unser Boden ist zu hart. Also der liegt hier seit gefühlt 85.000 Jahren genau hier an der Stelle. Da ist nichts mit weich, da kommen auch keine Regenwürmer mehr durch. Also da ist nichts mit umgraben. Aber wenn du einen etwas lockeren Boden hast oder einfach sagst, mein Rasen muss weg, ja, dann kannst du damit entsprechend hier losgehen und kannst dann da den Boden dann wirklich so umgrubbern. Spannend, dass es sowas eben auch in der Form gibt. Dann haben wir hier Folgendes. Wir haben jetzt, jetzt gerade ist ja auch Herbst, bei uns liegt ganz viel rum und wir haben hier ein Gebläse. Und jetzt könnte man denken, ja, was kann denn das hier schon? Ich sag dir, das Ding bläst richtig. Also wir haben ein richtig potentes, starkes Gebläse mit also das ist ordentlich Luft auch, was da vorne rauskommt. Wir haben mal vor, Gebläse noch mal weiter zu testen. Dann können wir das ja auch mal mitnehmen. Also seid gespannt, beziehungsweise bleibt einfach mal quasi im Kanal dabei. Ja? Dann seht ihr das demnächst vielleicht auch mal woanders. Und jetzt nochmal ein Spezialthema. Wir haben hier so eine Art Bodenwalze. Hiermit ist es so, dass wir zum Beispiel Wasser wegtun können. Wir haben jetzt irgendwie einen Boden, wo wir sehr viel Wasser drauf haben, wollen dieses Wasser wegschippen oder weg vor uns her
vertreiben, könnte man vielleicht sagen. Dasselbe kannst du auch machen für zum Beispiel Laub. Auch das Laub kannst du vom Boden dir vor dir her dann wegschieben oder wegwalzen. Wir haben aber ein Problem. Hier in der Mitte bleibt so eine Spur frei. Genau an der Stelle bleibt es eben da. Also du musst wirklich dann vielleicht in 2 Spuren so nebeneinander gehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Fand ich aber cool, was es alles so gibt. Kommen wir zu Makita. Alter, war das genial. Also es hat richtig gut funktioniert. Wir haben hier den Bürstenaufsatz. Ich mache euch den nochmal ab, dass wir wieder das trennen. Und jetzt kommen wir genau zu der Sache. Wie trennen wir das denn jetzt hier? Weil beides ist irgendwie schwer. Oh, jetzt wird schwer. Also da müsst ihr euch wirklich so eine Technik überlegen. Ich mache es auch, das mache ich jetzt wirklich zum ersten Mal ab, aber da musst du dich genau überlegen, wo tue ich das und wo trenne ich das. Weil wenn du hier so einen Aufsatz hast und der ist wirklich schon amtlich schwer, ja, dann musst du schon genau wissen, was du da machst. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist Folgendes. Ihr habt es ja eben in den Aufnahmen ja auch schon gesehen. Das macht richtig Spaß und das funktioniert auch richtig gut. Ich hätte das hier mal fester machen sollen. Naja, aber ich muss sagen, wir haben ja einen großen Hof und den jetzt von Hand fegen, das macht ja gar keinen Sinn. Saugen tust du dann auch nicht. Mit sowas hier mal durchzugehen, das ist schon eine coole Sache. Ich weiß, es gibt ja auch so Aufsatzrasenmäher mit entsprechend Walzen vorne dran und so weiter. Aber wenn du es eben nicht hast und nur eine begrenzte Fläche machen musst, ist das eine echte Alternative. Wir schauen mal ganz kurz weiter. Hier haben wir wieder einen Grubber. Ja? Hatten wir eben schon andersrum, ab durch den Boden und fein. Aber jetzt gucken wir uns mal das hier an. Denn das hier ist eine Pumpe. Wir haben hier einen Pumpaufsatz. Selbst das geht damit und das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe jetzt hier die Pumpe drauf und das ist wirklich nur dieses ganz kleine Stück. Und ich sage dir, wir haben hier einen 90-Liter-Behälter und du wirst absolut erstaunt sein, erstmal, wie viel hier durchgeht, welcher Druck hier durchgeht und wie schnell wir das leer pumpen. Heftig. So, an und los geht's. Krass. Richtig krass. Irre. Irre, irre, irre. Mega. Also ich sage euch, allein schon fürs Ausprobieren müsste man das kaufen. Das hat richtig Spaß gemacht. Es ist so ein Irre, dieses kleine Teil und was da... Cool, also wirklich cool. Man muss aber auch sagen, das hier ist keine Schmutzwasserpumpe. Das heißt, wenn du irgendwie so ein Drecktümpel-Gewässer hast, sagst du nach dem Motto, ich halte das da mal rein, mal gucken. Ich glaube, dann wird das nicht lange halten. Also wir haben hier ein ganz grobes, Filter kann man gar nicht sagen, hier sind ein paar Löcher drin, das Wasser auch durchkommt. Also ein Ast kann sich durchstecken, aber Sand auf jeden Fall und Schlamm und so. Ich glaube, das tut der Pumpe nicht gut. Kommen wir mal zum nächsten. Wir haben hier eine Schneefräse. Auch das hier, ja, wir haben leider heute keinen Schnee. Oder vielleicht zum Glück kein Schnee, aber Schneefräse haben wir zumindest mal ausprobiert, ob sie grundsätzlich funktioniert, haben das in Wasser reingesteckt und geschaut, fördert es denn? Und ich sage euch, es fördert. Wir haben das Wasser, glaube ich, bis zu 4 Meter weit geschmissen und konnten jetzt hier mit dem Knopf auf der Seite auch schön einstellen, ja, so nach links, Mitte oder rechts, wohin soll das dann geschmissen werden. Ihr seht hier auch, wie die Einstellung funktioniert. Eine sehr coole Sache, wenn wir hier mal Schnee haben sollten. Dann mache ich das Ganze, dann will ich es nochmal ausprobieren, dann seht ihr das auf Instagram, also folgt uns auf jeden Fall dort. So lange kann ich euch zumindest eine Sache mitgeben. Es ist so, dass wir hier immer so knapp über dem Boden sind. Das heißt, wir werden es nicht hinbekommen. Ja, ihr seht das hier auch vielleicht, dass wir hier nicht ganz auf dem Boden rumkratzen. Ergo, das ist dafür gedacht, du hast eine große Fläche und willst den Schnee wegmachen, dann kannst du es damit natürlich machen, aber im Grunde musst du dann danach mit dem Aufsatz nachgehen, wenn du es wirklich komplett bis auf den Grund weg haben willst. Für größere Schneeflächen, ja, ich sag mal bis zu dieser Höhe, bestimmt sehr brauchbar.
Wir kommen jetzt zu den Rasentrimmern, aber nochmal ganz wichtig, Makita hat irre viele Aufsätze. Das sind wirklich deutlich mehr, als wir hier haben. Und ich bin jetzt schon so richtig ein bisschen drin. Ja? Ihr entscheidet, ob ich nochmal viel mehr testen soll, ob ihr noch mehr sehen wollt mit Liken. Abonnieren könnt ihr übrigens auch. Ja? Liken, kommentieren und einfach das Video schauen. Ja? Dann haben wir hier mal einen Rasentrimmer in etwas größer, etwas kleiner. Ihr kennt das ja. Hier aufsetzen, könnt ihr das verlängern, schneidet sich selber ab. Klassiker. Ja? Dann haben wir hier einen Freischneider. Auch dort relativ klassisch, ja, können wir hier ansetzen, können wir nach oben gehen, können wir schneiden. Wir haben hier auch die Kralle mit dabei. Bei Milwaukee war sie ja aus Metall, hier ist sie aus Kunststoff und hier können wir noch Öl einfüllen, so wie wir es eben brauchen. Und nein, das ist natürlich kein Freischneider, das ist ein Hochentaster, ganz klar. Aber kommen wir zur Heckenschere. Wir haben hier das Teil von Milwaukee, also den Aufsatz von Milwaukee. Hier haben wir einfach keinerlei Verstellmöglichkeiten, einfach nehmen und schneiden. Hier bei Makita haben wir eine etwas andere Logik. Erstmal die Schwertlänge, seht ihr, ja, ist relativ identisch, aber viel wichtiger ist, wir können das Ganze auch aufsetzen, hier mit einem Drum und Dran, aber wir können es auch verstellen. Denn wir haben hier die Möglichkeit, das runterzuziehen und dann einen Winkel einzustellen, das, was ihr halt braucht. Ja, ihr könnt hier bis zu 90 Grad gehen und das Ganze sogar nochmal andersrum auch auf 90 Grad, so wie du es eben für deine Anwendung brauchst. Und je nachdem, wie du stehst, kann das für dich auch durchaus sinnvoll sein, dass du sagst, von dir aus mal gesehen, du gehst halt hier wirklich so einen leichten Winkel, so meinetwegen, und dann stehst du so zur Hecke und arbeitest so nach oben und unten, je nachdem, so wie du eben das gewohnt bist, beziehungsweise wie es für dich am ergonomischen ist. Finde ich cool, dass man hier deutlich mehr Möglichkeiten hat. Kommen wir zu Dewalt. Wir hatten ja gerade das Thema Heckenschere und hier ist das Ganze als Dewalt-Version. Hier sind im Wesentlichen zwei Dinge anders. Nummer eins, wir haben hier eine kleinere Öffnung. Die ist also deutlich kleiner, deutlich sicherer auch. Also hier kommst du kaum rein, sodass du dir hier irgendwie ins Bein schneidest oder deine Finger abschneidest. Das ist schon deutlich sicherer, aber dadurch hast du auch eine kleinere Öffnung, kannst also nur kleinere Äste damit schneiden. Wir haben es auch mal ausprobiert, das ist ein bisschen fummeliger als bei den anderen. Normal Heckenschnitt, gar kein Problem, aber wenn du so ein bisschen größere Teile hast, dann ist es hier so, dass du wirklich ordentlich rein musst und das merkst du halt schon. Dann schauen wir uns mal eine Sache an, nämlich das ist nämlich auch anders. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, das auf 45 Grad zu stellen. Bei Makita war es so, dass es dort ja ging, beide Seiten 90 Grad. Hier können wir aber auf der anderen Seite auch 90 Grad einstellen. Das heißt, wir haben hier 90 Grad, nur etwas gröberes Raster an der Stelle, was ich aber nicht schlimm finde. Auf der anderen Seite geht es halt nur bis 45 Grad. Schauen wir uns mal die anderen Aufsätze noch an, die wir da haben. Hier einmal Hochentaster. Ja, kennt ihr inzwischen, genau dasselbe Thema. Hier auch aus Kunststoff, aber sehr robustes Kunststoff. Also schon hartes Kunststoff ausgearbeitet. Eine relativ kurze Klinge, die wir haben, auch Ölreservoir. Und dann haben wir hier, ja, wir kennen es inzwischen, auch da haben wir hier noch den Schutz drauf. Also nicht wundern, das ist jetzt nicht die Schneide, sondern die Schneide ist unten drunter. Was wir aber auch haben, ist eine Sache, die hatten wir bei den anderen beiden nicht. Wir haben hier eine Verlängerung. Das heißt, wir können den jetzt hier nehmen, können hier eine Verlängerung einsetzen, ja, und können dann damit arbeiten, das hier festmachen. Und ich probiere es einfach mal aus. Jetzt will ich es aber auch wissen. So, machen wir fest. Und jetzt gehen wir hier hinten hin. Gottes Willen, das ist ja wirklich lang. Wir machen das jetzt hier rein. Ist das jetzt drin? Weiß ich gar nicht. Fühlt sich, ja doch, ist drin. Fühlt sich nicht so an. So, machen das fest. Ist das wirklich drin? Ja, doch. Jetzt ist drin. So, jetzt aber. Ich bin gespannt. Alter Falter. Uiuiuiuiuiuiui. Also das ist schon, wie ist der Spruch? Du kommst nicht vorbei, böser Ast. Schon geil. Das ist geil. Das ist geil. Wenn du so im dritten Stock einen Nachbarn hast, der dich ärgert, kannst du die Gardinen abschneiden. Jetzt haben wir uns mal einen groben Überblick verschafft. Und übrigens gibt es auch für einige Geräte solche wunderschönen Taschen im Zubehör, hier von Dewalt. Da kannst du den Antrieb reinmachen und auch einige Aufsätze. Und du kannst auch einfach hinstellen. Wenn was drin ist, bleibt es auch stehen. Lass uns mal über die drei Geräte nochmal sprechen. Erst einmal, macht das Spaß? Ja. Ist das eine coole Idee? Ja. Macht das für jeden Sinn? Muss man sich genau anschauen. Ob du sagst, naja, ich brauche eigentlich nur einen Rasentrimmer und
weiß ich nicht, vielleicht ein Hochentaster, dann könnten Einzelgeräte für dich sinnvoller sein. Hier siehst du aber, es gibt so ein riesenbreites Spektrum. Wenn du so das Vollsortiment haben willst und auch die Hälfte der Aufsätze mindestens brauchst, könnte Makita auf jeden Fall deine Wahl 1 sein. Bei Makita muss ich aber sagen, ich war ja eben auf dem Hof mit unserer Walze hier und genau da war schon das, oh yeah, nee, nochmal anmachen, oh nee, nochmal anmachen. Warte, ich habe ganz kurz ausgemacht und nee, nochmal anmachen. Also dieses immer wieder anmachen, 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 dass ich also immer wieder auf diesen Knopf drücken muss, das könnte schon echt lästig sein. Und der Griff ist wirklich mir ein bisschen weich. Ja? Aber an sich hat das richtig Spaß gemacht, auch mit dem Makita-Gerät, auch mit Milwaukee, auch mit Dewalt. Alle sind viel potenter, als man es ihnen zutrauen würde, viel stärker auch, als man es ihnen zutrauen würde. Und eine Sache kann ich jetzt schon mal sagen, Einzelgeräte bleibt auf jeden Fall hier und ich will das im Dauertest mal ausprobieren. Und wir lesen uns jetzt in den Kommentaren, denn ihr schreibt mal unten rein, was ist das Gerät, was euch am meisten überzeugt hat. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.